Diese Holzfüße braucht man, um Schuhe herzustellen. Leisten nennt sie ein Fachmann wie Helge Baumeister. Er produziert sie in Pirmasens für die Schuhindustrie auf der ganzen Welt. Sein Werkstoff ist ein besonders hartes Holz. Das formt er zunächst grob mit der Säge und dann in vielen Schritten immer feiner. Ein Prozess, der über viele Stunden geht. Für jeden Schuh, der auf den Markt kommt, muss ein neuer Leisten entwickelt werden. Für kleine Füße und große, für Männer, Frauen und Kinder. Dieses Holzmodell, was wir hier erstellen, ist ein kleiner Schritt in diesem ganzen Puzzle zum fertigen Schuh. Aber das ist eben der Beginn. Der Leisten ist immer der Beginn. Wenn Helge Baumeister einen neuen Auftrag hat, geht er erstmal in den Keller seiner Werkstatt. Hier stehen und liegen viele hundert dieser Holzfüße. Es ist sein Archiv der letzten Jahre. Nur auf den ersten Blick sehen alle gleich aus. Für sein aktuelles Projekt sucht er als Vorlage einen kleinen Leisten. Sein Kunde will eine neue Kollektion an Kinderschuhen herstellen. Bisher gibt es von den Modellen nur die Skizzen eines Designers. Wie sieht die Fußspitze aus, wie die Ferse? Der Leisten entscheidet mit über die spätere Optik. An diesen Fersen, das sieht man hier ganz schön, dies hier wird ein Schuh für einen Halbschuh oder ist ein Leisten für einen Halbschuh. Dieses ist ein Leisten für ein Stiefelchen oder für einen etwas höheren Halbschuh, der ein bisschen höher in der Ferse ist. So unterscheiden sich die einzelnen Leisten voneinander. Die Basis ist im Großen und Ganzen erstmal für alle gleich. Kinderschuhe sind wesentlich kleiner logischerweise und die Arbeit ist ein bisschen aufwendiger, weil der Leisten ist ja viel kleiner, man fummelt viel mehr. Man kann ihn ja händisch gar nicht so gut halten wie ein Damen- oder Herrenleisten. Ja? Also man hat weniger Fläche zur Verfügung und man fummelt sich dann da so ein bisschen einen ab. Aber das Produkt ist ja schön, weil es einfach, es ist ja ganz süß. Als Muster dient der rechte Fuß. Bei Herren in Größe 42, bei Damen in 37 und bei Kindern kommt es auf den Hersteller an. Ich kann nicht alle Schuhgrößen, die der Kunde später anbietet, über einen Leisten abbilden. Das geht nicht. Weil die Verzerrungen in Länge, Breite, Weite sind zu groß und deswegen machen wir für jede dritte Größe einen neuen Leisten, der proportional immer so aussieht wie der erste Leisten. Aus dem Archiv führt der Weg über die Werkstatt direkt zum Computer. Hier ist die Arbeit von Helge digital gespeichert. Das Modell aus dem Keller war für einen anderen Schuh entstanden. Er will deshalb zunächst eine Holzkopie herstellen, die er dann weiter bearbeiten kann. Da alle Leisten genau beschriftet sind, lassen sie sich im Computer schnell aufrufen. Gleich nebenan lagert ein bewährter Ausgangsstoff. Bereits die Römer haben Holz für die Herstellung ihrer Ledersandalen verwendet. Ein Raummeter hält Helge Baumeister sich immer als Vorrat. Sein Lieblingsholz. Eine Weißbuche, Hainbuche genannt auch. Das ist ein extrem hartes Holz und kurzfaserig. Und das ist für uns wichtig, weil wir ja auch in der Ferse und in der Spitze arbeiten und dann brauchen wir dieses kurzfaserige hier, dann lässt sich das gut verarbeiten und auch gut verschleifen hinterher. Das ist kesselgetrocknetes Holz, das heißt, es wird dann auch getränkt vorne und hinten, dass da das Holz keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen oder abgeben kann. Das hat dann so eine ganz geringe Restfeuchte. Das riecht man auch so ein bisschen. Riecht so ein bisschen nach Teer und hier sieht man, ist so eine Wachsschicht drauf. Der erste Schritt auf dem Weg zu einem neuen Kinderschuhleisten. Mit der Bandsäge bekommt das Holzscheit eine erste grobe Form.
Da reicht ein gutes Augenmaß. Man guckt sich den Klotz ein bisschen an, die Länge, und dann weiß man ja ungefähr, auf welche Höhe man muss. Und dann fängt man an, ein bisschen zu sägen, und dann kann man ja immer noch nachsägen, wenn es zu lang ist. Aber im Großen und Ganzen, die Erfahrung sagt dann auch ungefähr so lang, so weit, und dann passt das schon. Mit diesem Klotz geht Helge zu einer computergesteuerten Fräse. Hier spannt er das Holz ein und bekommt in wenigen Minuten den Leisten, den er eben im Archiv gefunden hat, als Kopie. Die Arbeit, die später noch kommt, kann die Maschine nicht ersetzen, aber sie erspart viele Stunden an monotoner Vorarbeit. Die fährt jetzt 8-mal drum. Ich glaube, es sind jeweils 6 mm, die runterschrubbt. Also kannst du ausrechnen, also ungefähr 50 mm schrubbt die jetzt ringsrum. Schrubbt die weg. Das Fräsen macht die Maschine auf den Millimeter genau, vollautomatisch und bei Bedarf viele Male pro Tag. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Jetzt haben wir die Grundbasis geschaffen. Jetzt machen wir diese Zapfen ab, hinten in der Ferse und vorne in der Spitze. Eigentlich fange ich jetzt an, mit meinem Auge dieses Stück Holz, was wir hier jetzt eigentlich noch haben, zu korrigieren und daran den passenden Leisten erst raus zu schaffen. Ja? Also im Moment ist das mal so eine Basis, die in Ordnung ist, aber noch nicht das, was wir möchten und was der Kunde möchte. Die Anforderungen an Leisten sind groß. Der spätere Schuh muss schon im Laden perfekt passen. Er muss natürlich bequem sein und sich gut tragen lassen. Die Form der Ferse spielt dabei eine wichtige Rolle. Das sind über Jahre gesammelte Fersenbögen von verschiedenen Kunden, von selbstinterpretierte Kurven. Das hat sich so entwickelt über die letzten 20 Jahre. Also das ist letztendlich die Schablone für diesen Bogen, der hier hinten die Ferse umschließt. Wenn der Fersenbogen zu weit eingezogen ist, dann tut dir hinterher der Schuh weh, weil er das zu weit einschneidet. Und wenn er zu weit raussteht, dann schlupfe ich, weil dann habe ich halt immer das Problem, dass ich keinen richtigen Halt in der Ferse habe. Und Fersenhalt ist schon wichtig. Und das passiert eben über diese Stellungsschablone, so nennen wir das. Zunächst werden die Zapfen an dem Holzstück abgeschnitten. Ich zeichne mir das jetzt an dem Rohling an. Und dann sägen wir den mal grob ab. Und dann können wir dann weiterarbeiten an dem Ganzen. Alle Maschinen hat Helge Baumeister an seine Bedürfnisse angepasst. Was früher mal ein Bandschleifer war, ist jetzt eine Raspelmaschine. Mit der kann er schnell die Sägespuren glätten. Die nächsten 2 Stunden wird Helge in seiner Werkstatt den Rohling mit einer Handraspel bearbeiten. Ich habe nach der Schule erst eine Ausbildung zum Modellbauer gemacht. Modellbauer Fachrichtung Holz hieß es. Dann bin ich eigentlich zu einem Zulieferer von Audi, habe dann da als Modellbauer gearbeitet eine Zeit lang, habe dann festgestellt, irgendwie, das war nicht so für mich. Und mit der Schuhindustrie bin ich Ende der 90er, Anfang 2000er nach Pirmasens gekommen. Das waren dann letztendlich die Leisten, da bin ich hängen geblieben. Damit der Leistenmacher und sein Kunde zufrieden sind, müssen noch einige Millimeter Holz runter. Das geht nur, wenn das Werkstück beim Bearbeiten richtig eingespannt ist. Unser Arbeitsrock. Ich habe das in meiner Firma, in der ich dann gelernt habe, die haben das auch gehabt. Und ich fand das ist einfach genial. Das Gestänge hier, das geht dann über den Zug. Kann ich das mit meinem Eigengewicht, kann ich hier den Zug auf den Lederriemen bringen und dann kann ich das Ding halt immer super fixieren. Weil egal wie ich es drehe, es hält immer über das Eigengewicht, wie gesagt. Wie ich es einspanne, ist das Ding immer fest fixiert. Und so kann ich das eigentlich rundum super bearbeiten. Und unter dem Leder hier ist eine Menge Baumwollkram drunter, dass das schön weich ist. Also wenn man hier drauf hast, ist das weich und stabil. Und wenn ich den Leisten jetzt hier einspanne, dann
gibt es keine Druckstellen hier. Also es ist ja alles weich und trotzdem hat das eine gewisse Festigkeit. Ich dachte immer, es ist ganz einfach, sowas zu bekommen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe sowas gesucht und gab es nicht. Ich habe mir das dann irgendwie selber zusammengestoppelt und man gewöhnt sich halt dran, weil das geht durch ganz einfache, knifflige Bewegungen, ist das Ding einfach. Das ist super. Also eigentlich ist das wirklich unser Hauptarbeitsplatz. Die Ferse ist der Teil, den er als erstes formt. Dieser Bogen hier hinten schließt jetzt genau mit dem Holz ab, also so wie es sein soll. Das ist eigentlich schon ziemlich fertig. Das war jetzt aber Glück. Mit einer Bodenschablone kontrolliert er die untere Seite des Leistens. Sie bildet später den Übergang vom Oberschuh zur Sohle. Hier passt die Kopie aus dem Archiv nicht so gut. Das passiert oft. Helge hat dafür eine Lösung. Mit Spachtelmasse kann er eine Art Kunstholz wieder hinzufügen. Und da gibt es ja diese wunderbare Polyesterpaste. Und das geht relativ schnell bei den Temperaturen sowieso. Das sind 2 Komponenten. Und dann wird das relativ schnell hart. Und dann können wir das weiterarbeiten. In der Zwischenzeit geht Helge einer Reklamation auf den Grund. Dafür nutzt er Messwerte, die für jeden Leisten festgelegt sind. Also jetzt messen wir die Zehenhöhe an einem Herrenleisten an einem speziellen Punkt. Markieren uns das, weil der Kunde moniert, dass die Zehe drückt. Jetzt machen wir es ein bisschen höher. Und dann muss ich diesen Punkt haben, weil ich ihn vorher messe und hinterher messe. Es gibt diesen Punkt, da wird die Zehenhöhe ermittelt, weil da, an diesem Punkt, den ich hier eingeschlagen habe, sitzt ungefähr deine große Zehe. Und der Kunde sagt, mit dem Fußbett, was er in den Schuh legt und, ist das für seine Kunden, seinem Empfinden nach im Moment ein Hauch zu dünn, also 1 Millimeter, 1,5 zu dünn. Das machen wir jetzt ein bisschen dicker, gleichen dann noch ein bisschen die Weite an, das ist auch sein Wunsch. Und dann hat er hier noch ein Problem, dass der Schuh hier im Rist drückt. Da legen wir auch noch ein bisschen auf und dann ist der Schuh und der Leisten ziemlich perfekt für den Kunden, für mich und für ihn. Da ich die Zehenhöhe jetzt von hier nicht auffüllen kann, sonst wird der Leisten rund, schneide ich das Ding jetzt ein, mache das ein bisschen stärker und dann können wir das nochmal messen, weil ich brauche insgesamt mehr Volumen. In diesem ganzen vorderen Bereich brauche ich mehr Volumen. Und um das so gering wie möglich zu verändern, aber seinen Wünschen zu entsprechen, ist es das Einfachste, wir schneiden das ein, machen das hier vorne einfach ein bisschen dicker und dann haben wir alle Anforderungen erfüllt. Wieder kommt die Bandsäge zum Einsatz. Mit ihr schneidet Helge Baumeister das Stück Holz über die ganze Breite auf, aber nur so tief, dass er nicht auseinanderfällt. Mit ein paar Holzkeilen will er die Sägespalten um die gewünschten 1 bis 2 Millimeter erweitern. Den Polyesterspachtel braucht er, um alle Schlitze wieder sorgfältig zu verschließen. Auf die Stabilität kommt es weniger an. Die Schuhproduzenten ersetzen das fein gearbeitete Stück Holz in der Fertigung ohnehin durch eins aus Kunststoff. Diesen Leisten produziert er für eine große Herrenschuhmarke. Die hat ihren Sitz in Pirmasens und ist bei Helge Baumeister schon seit mehr als 20 Jahren Kunde. Die Polyestermasse beim Kinderschuh ist unterdessen durchgehärtet. Zunächst raspelt er die groben Spachtelspuren weg, damit er ihn besser vermessen kann. Mit diesem Leisten soll später ein Schuh in Größe 20 entstehen. Den tragen Kinder mit 1 bis 1,5 Jahren. Sogenannte Lauflernschuhe sind das. So, und jetzt ziehen wir
diese Bodenschablone an den Leisten. Wir ziehen das wieder an, weil das war vorher zu schmal. Also hier haben wir ein bisschen was hingelegt. Und dann können wir das auf das gewünschte Maß raspeln, feilen, schleifen, wie auch immer. Inzwischen bearbeitet Helge das Holzstück schon seit gut einer Stunde. Der Laie sieht dabei kaum einen Unterschied. Das wird jetzt erst grob geraspelt. Und wenn ich dann soweit zufrieden bin mit dem Ganzen, dann nehme ich Schleifpapier und dann wird das geschliffen. Das kann auch ruhig relativ grobes Schleifpapier sein, weil das Holz sehr hart ist. Und ich kann ja auch mit dem Druck von der Raspel eine feine Struktur geben oder eine richtige raue Struktur. Deswegen ganz so können wir es, wenn wir es glatt haben, und mit Glas nacharbeiten, um Konturen rauszuholen. Aber im Großen und Ganzen arbeite ich am liebsten mit der Raspel. Andere nehmen noch eine Feile. Ich mache das am liebsten mit der Raspel. Vom Schleifpapier nimmt Helge nur ganz kleine Stücke. Damit bekommt er die Rundungen und Übergänge besser hin. Die Zeichnung des Designers hat er dabei immer vor Augen. Dann hat man ja mit dem Kunden im Vorfeld schon besprochen, was er sich vorstellt, auf was für einem Absatz er stehen soll. Also das ist eine erste Skizze, das ist einfach nur die Grundidee. Und wenn wir das jetzt so da mal hinhalten, dann sehen wir ungefähr, dass es die Richtung ist, was sich der Kunde so vorgestellt hat. Dieser Umriss, der hier aufgezeichnet ist vom Leisten, das soll das sein, aber das funktioniert proportional nicht, das ist eigentlich viel zu groß. Aber da geht es nur so um den Umriss in der Spitze. Und das haben wir soweit alles getroffen. Die Anforderungen, die der gestellt hat, technisch sind erstmal erfüllt. Zeit für eine kurze Pause. Zeit zum Nachdenken über seine Branche. Mode spielt immer eine Rolle. Und jeder, der sagt, er hat nur eine Jeans, die Jeans ändert sich auch. Die ändert sich jede Saison. Also Mode lebt ja auch vom Mitmachen. Und es verändert sich permanent irgendwie alles. Und deswegen kommst du um die Mode gar nicht rum. Wenn es dich nicht interessiert, kannst du das Produkt gar nicht so umsetzen. Weil du einfach gar nicht weißt, was soll das. Also du bist schon immer dran. Ich gucke auch ganz gerne mal die typischen Frauenzeitungen durch. Da ist immer was Cooles drin. Und das brauchst du immer. Ob das jetzt diese Saison ist oder vielleicht nächste. Mode spielt immer eine große Rolle bei uns. Und ist auch schön. Den Feinschliff bekommt der Leisten mit einer kleinen Glasscherbe. Die macht er sich jedes Mal neu. Dabei kann er die Größe und Form sogar etwas variieren. Glas ist mit Holz eigentlich immer super. Viele alte Tischler haben auch Treppen und sowas mit Glasscherben renoviert. Wenn man schön mit der Faser arbeitet, geht das hervorragend, weil das Glas hat immer eine Seite, wenn man es bricht, die ist scharf und eine, die ist stumpf. Und mit der einen kann man wirklich super das so abziehen. Das hört man ja auch, dass das eigentlich schön kratzt. Ne? Also für so kleine, unebene Geschichten ist das wunderbar. Weil man sieht auch hier, es gibt eine ziemlich glatte Oberfläche. Hier sind noch die Spuren von der Raspel am Holz. Und hier haben wir das schon geglast und so schön glatt wird dann die gesamte Oberfläche. Das fühlt man auch mit dem Finger gut. Hier ist noch extrem rau und hier ist es schon total glatt. Man guckt schon, dass die Scherbe eigentlich eine schöne, wie so eine Sichel ist und dann funktioniert das eigentlich echt ganz gut. Das ist eigentlich Bilderrahmenglas, weil das ist schön dünn und das lässt sich gut brechen. Die ist vielleicht 1,5 mm dick hier, das geht super. Für das Glasen, wie Helge es nennt, braucht er etwa 15 Minuten. Was noch fehlt, sind die Messpunkte, nach denen das Produkt auf Weite und Länge vermessen werden kann. Dafür hat er eine besondere Vorrichtung. Hier spannt er sein Werkstück so ein, dass die Punkte proportional zur Größe für alle gleich angeordnet sind. Der Punkt wird ermittelt eigentlich über den goldenen Schnitt, also es ist 2/3, 1/3. Und ich sage der Maschine, wie lang letztendlich dieser Leisten ist. Stelle das dann da rein und dann ermittelt dieser Apparat
über relativ simple Funktionen, weil sich das prozentual zusammenschiebt, immer an gleicher Stelle am Leisten den Messpunkt. Mit dem Hammer hat er Markierungen in das Holz geschlagen. Später kennzeichnet er die noch deutlicher. Genau an diesen Punkten legt er zunächst ein spezielles Maßband an. Das ist jetzt das Weitenmaß, was wir haben sollten, was wir auch ausgerechnet hatten vorher. Und da kommen wir ziemlich perfekt sogar hin, auf einen halben Millimeter. Das ist unser Maßband, was wir haben. Auf der einen Seite sind ganz normal Zentimeter, Millimeter Angaben und auf der anderen Seite sind für uns englische und französische Größen definiert. Und so können wir auch schnell mal mit diesem Maßband über den Boden messen und wissen, was wir für Längenangaben haben. Mit kleinen Nägeln markiert Helge die Messpunkte dauerhaft. Einer oben auf dem Spann und einer auf jeder Seite. Die Weite kontrolliert er immer wieder. Und dann steht da noch ein Messgerät mitten in der Werkstatt. Damit bestimmt er die Höhe der Absätze. Das ist ein Absatznormer, der simuliert. Ich habe hier auf der Seite eine Skala. Da stelle ich den Absatz ein, der gewünscht ist, plus minus so Millimeter. Und dann bewegt sich dieser Rückfuß bewegt sich so ein bisschen und stellt sich in den Winkel von dem Gelenk des Schuhs später, den wir hier auch am Leisten natürlich haben. Und dann sehe ich, ob der schön steht, ob der Auftrittspunkt stimmt, in welchem Verhältnis die Spitzensprengung zum Absatz steht. Kann mir auch den Verlauf seitlich von diesem Fersenbogen, Fersenkurve hier nochmal angucken, ob das ganz schön aussieht, ob das alles so winklig ist und ob das den Vorstellungen so entspricht. Und das sieht so ganz passabel aus. Knapp 5 mm ist der Absatz bei diesem Kinderschuh hoch. Ein bisschen Absatz hast du immer, weil du hast oftmals auch so ein kleines Gelenk angedeutet und so wirklich null, das gibt's nicht. Wenn sein Werkstück vermessen ist, packt Helge Baumeister alles ein zum Digitalisieren. Das Gestalten am Computer käme für ihn aber nicht in Frage. Nur mit dem Stück Holz in der Hand kann er sich vorstellen, wie ein Fuß später im Schuh steckt und der Schuh drumherum aussehen wird. Für die Schuhfabriken, vor allem in Asien, ist es wichtig, dass sie die Leisten aus Pirmasens möglichst schnell bekommen. Das ist der Moment für den Computerspezialisten der Werkstatt, Matthias Peddinghaus. Seit mehr als 10 Jahren schon Mitarbeiter von Helge Baumeister. Für ihn sind es nur ein paar Klicks und eine 3D-Kamera beginnt, den Leisten abzutasten, nach einem ganz bestimmten Raster. Das dauert nur ein paar Minuten. Dann kann er den Leisten auf dem Bildschirm anschauen, von allen Seiten. Also wir haben den Leisten ja digitalisiert, das heißt vom physischen Leisten habe ich jetzt digitale Daten erstellt und jetzt geht es quasi darum, diese Daten zu bearbeiten, dass ich die später dann auf unserer Drehbank ausdrehen kann, quasi vervielfältigen kann. Und meine Arbeit fängt dann aber eigentlich erst an, das heißt hier werden noch Schablonen erstellt für die Spitze, Ferse, Datenblätter, Richtlinien geschrieben für die Kunden dann direkt, die diese an ihre Fabriken weltweit schicken, damit die genauso arbeiten können, wie wir es quasi vorschreiben. Genau, mit diesen Daten kann man auch weltweit arbeiten. Das heißt, wenn ich diese Daten jetzt per E-Mail nach China schicke, können die rein theoretisch in 2 Minuten den Leisten genauso ausdrehen, wie wir es hier auch machen. Eigentlich habe ich ja Schuhfertiger gelernt, habe mir extra einen handwerklichen Beruf eigentlich ausgesucht. Zum Teil mache ich das auch hier noch, allerdings ist es über die Jahre weniger geworden, da gerade der digitale Bereich viel aufwendiger geworden ist, viel zeitintensiver. Und mittlerweile, wenn jetzt bei uns unsere Hochphase ist, komme ich eigentlich selten vom Computer noch weg. Der Computer liefert zu den Leisten die dazugehörigen Schablonen. Es gibt ja 3 verschiedene. Es gibt einmal eine Brandsohle, das heißt vom Boden unten. Dann gibt es immer ein Spitzenprofil, wo man genau die Spitzenstärke dann sieht.
und einmal von der Ferse, vom hinteren Teil wird eine Schablone erstellt, dass das genau passt. Und das kann ich alles hier digital erstellen, dass das auch 100% passt. Um zu prüfen, ob die Maße stimmen, schneiden sie die Schablonen einmal aus. Matthias Peddinghaus überlässt die Kontrolle seinem Chef. Früher mussten Schuhe eingelaufen werden, heute will sich ein Kunde von Anfang an darin wohlfühlen. Super. Perfekt. Es soll schon bequem sein. Also Schuhe sollen nicht drücken und nicht wehtun und nicht 3 Tage unter den Füßen brennen. Die Zeiten sind durch. Es geht auch keiner in den Laden und kauft den härtesten Schuh, der im Regal steht. Selbst ein Pumps muss halt bequem sein. Und da gibt es halt so viele Möglichkeiten über technische Werkstoffe und. Das ist schon alles gut gelöst. Aus Kunststoff lässt Helge Baumeister für seinen Kunden den ersten Prototypen fräsen. Leisten aus Holz werden in der Industrie nicht mehr eingesetzt. Und der Fräse ist der Werkstoff egal. Sie produziert aus den Daten des Holzleistens einfach eine Kopie. Im Kunststoffleisten steckt bereits eine besondere Mechanik. Die ist für die Schuhmacher enorm wichtig. Wir haben den jetzt aufgemacht. Dadurch verkürzt sich die Länge des Leistens und wir kriegen den Schaft. Also dieses Obermaterial für den späteren Schuh da viel besser draufgezogen. Und da das nur ein Musterschuh ist, ist das nur geschickt worden, damit wir das mal in die Komponenten stellen und sehen, wie das so aussieht und passt. Die Werkstatt von Helge Baumeister. 4 Mitarbeiter beschäftigt der gelernte Modellbauer. Damit bei den vielen Leisten nichts durcheinander kommt, werden alle sofort beschriftet, wenn sie fertig sind. Darum kümmert sich Jonas Faust. Er stempelt die Kunststoffteile. Damit die Farbe hält, brennt er sie kurz ein. Früher war es ein Ausbildungsberuf, Leistenmacher oder Leistenschneider, wie es auch hieß. Doch der wurde abgeschafft. Dabei werden Fachleute wie Jonas händeringend gesucht. Die Modebranche weltweit ist noch immer ein Wachstumsmarkt. Schuhe gehören dazu. Ständig werden neue Modelle gefragt. Auch dieses Päckchen wird von einem Schuhhersteller in Österreich erwartet. Der ist für seine hochwertigen Kinderschuhe bekannt. Also du machst den Leisten, wenn es gut läuft, hast du 2 Tage später den ersten Schuh auf dem Tisch. Eigentlich schon 1000-mal gehabt und immer wieder neu und immer wieder spannend. Mit Hilfe des Leistens hat der Hersteller einen neuen Kinderschuh produziert, in 2 Größen. Es sind Prototypen, die aber schon bald in Serie gehen könnten. Ja, schön, weil steckt ja eine Menge Arbeit drin. Also nicht nur von meiner Seite, sondern auch von anderer Seite. Und ist auch schön, wenn das fertige Produkt unserer Meinung nach perfekt auf dem Tisch steht. Also ich finde schon, dass man sich darüber freuen kann. Also du hast ja was geschaffen. Irgendwo. Es geht ja, also ob das jetzt ein Kinderschuh ist, der da auf einmal in mehreren Größen vor dir steht, der cool aussieht, oder du hast eine neue Damensandale. Du folgst ja immer einem gewissen Trend und einem gewissen eigenen Anspruch. Und den haben ja, glaube ich, Hersteller, Designer und Leistenmacher gemeinsam. Und ich finde das immer cool, wenn das da steht. Mit den schönen Leisten aus der Westpfalz macht die Schuhindustrie Millionen Umsätze. Alle werden für die Produktion viele Male kopiert. Das interessiert Helge Baumeister allerdings nicht so sehr. Er legt nur Wert darauf, dass alle Originale in seinem Keller in Pirmasens stehen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.